Ich war 132 teuer. Was ist wichtig im Leben? Wichtig im Leben. So viel ist wichtig. Ehrlich zu sein. Aufeinander hören. Geduld. Geduld. Ehrlichkeit, natürlich. Ehrlichkeit ist wichtig. Nicht lügen. Meine Mutter hat mir damals gesagt, sei immer hilfreich zu alten Leuten, du wirst auch einmal alt werden. Und das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die Ehre, eine 102-jährige Dame zu interviewen. Und diese 102-jährige Dame erzählt uns heute, was ihr Geheimnis eines langen und erfüllten Lebens ist, wie sie den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie sie ihre Liebe gefunden hat, was wichtig ist im Leben oder welchen Ratschlag sie genau dir auf den Weg geben würde. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau dies und auch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? Ich war 132 teuer. 102 Jahre sind Sie geworden. Alles Gute nachträglich. Ich war großen Respekt, dass ich so eine junge Dame wie Sie kennenlernen darf. Ja. Haben Sie irgendein Erfolgsrezept, wo Sie das gemacht haben, dass Sie so jung geworden sind? Eine glückliche Ehe und Yoga. Yoga? Ja. Exercise, ja. Was hat Ihnen das Yoga gebracht? Warum war das für Sie so ausschlaggebend, das Yoga? Ja, Yoga kann ich nicht mehr so gut machen. Nur im Bett jetzt ein bisschen Radfahren. Und momentan geht es überhaupt schwierig mit dieser Hand. Das kommt runter am Freitag, hoffe ich. Und meine Tochter hat sich auch die Hand gebrochen in England. Und die geht jetzt wieder besser jetzt. Ja. Ja, und bis ich sterbe, bleibe ich hier. Es ist schön hier. Ja, und ich habe gute Nachbarn. Das ist auch viel wert. Und ich habe Freunde, die mich besuchen. Ja, es geht ganz gut. Wollen Sie erzählen, wie das damals war, so in Ihrer Jugend, also mit dem Krieg? Ja, ich bin in die Schule gegangen. Und dann hat man dann, man hat Schussnick, was ist Schussnick? Die Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich bleiben muss. Ich verstehe jetzt, warum er das gesagt hat, denn der Hitler war schon auf dem Weg daher. Und auch in Wien wird marschiert. Hier rüstet man zur Großkundgebung auf dem Heldenplatz. Hitler ist eingetroffen. Da hat sich die alles geändert in meiner Stadt. Ja. Ja. Und während dem Krieg, und wir haben in einer Villa gewohnt, die war zwischen zwei Brücken. Und die haben die natürlich bombardiert, aber sie sind nie erwischt. Die sind zwischen zwei Brücken gelebt und die sind immer bombardiert geworden. Ja, aber die haben uns nie getroffen. Das war wirklich gut, ja. Ja, ich weiß. Ja. Ja, es hat sich sehr viel verändert. Ja, als Kind, ja. Wir sind glücklich, aber ich weiß, dass andere Freunde von mir, deren Mütter mussten auf dem Bau arbeiten gehen und die kaum Geld hatten. Ja, das war die weißeste Arbeit. Ja. Sie haben ja damals den Krieg durchgemacht und heutzutage in Ukraine, jetzt in Israel. Wie sehen Sie die ganze Entwicklung so auf der Welt, gerade mit der Gewalt überall? Ich hatte jetzt viel Gelegenheit zu reden. Habe ich früher nicht gehabt. Das hat wir jetzt schon. Und das ist auch gut so. Ja. Ja, man kann jetzt wählen. Ja. Ja. Weil es ja unglaublich, es ist ein Jahrgang 1922, das muss man sich auf die Zunge mal da zergehen lassen, 1922, das ist ja, und sie sind so fit beieinander, das ist ja das Unglaubliche, vor allem im Kopf, diese Klarheit, die sie haben. Ja, mein Kopf ist in Ordnung, ja. Ich freue mich schon auf wenn die Augen wieder gut sind, ja. Ich will wieder stark werden, das was ich will. Ja. Das ist mein Ziel, wieder stark zu sein. Ist alles eine Frage der Zeit, ja. Und meine Mutter hat mir damals gesagt, sei immer hilfreich zu alten Leuten, du wirst auch einmal alt werden. Und das habe ich mir immer zu Herzen genommen. So habe ich immer geholfen, ja. Wollen Sie dann erzählen, wie das dann war, wie Sie einen Mann dann kennengelernt haben, wie das dann im Krieg war? Meinen Mann habe ich beim Telefon kennengelernt. Ja. Er war in Steinerkirchen und ich war hier oben.
Und die haben gesprochen über, er liebt Oper und ich auch. Und klassische Musik. Und da habe ich gleich wieder. Und da sagte eines Tages, ich komme nicht nach Leoben. Wir haben uns getroffen und dann sind wir rumspaziert und ein paar Wörter mitgehabt haben. Weil Ihr Mann war ja englischer Soldat, war das richtig? Ja, mein Mann Englisch, ja, natürlich, ja. Dann dreimal, am Wochenende haben wir uns getroffen, da ist er gekommen. Da haben wir dann sind wir spazieren gegangen. Beim dritten Mal habe ich meine Hausfrau gefragt, ob ich ihn einladen darf. Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich eine Mitteilung gebracht, die habe ich vorgestellt. Dann hat sie mir gesagt, nachher, wissen Sie, hat sie gesagt, Sie sollten eigentlich so einen Mann heiraten. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, das war schön. Was war dann für Sie immer wichtig so in der Ehe? Weil heutzutage tun sich viele junge Leute oft gleich trennen und so. Die Scheidungsraten sind ziemlich hoch. Ja, das ist sehr schön jetzt, ja. Ja, ich weiß nicht. Heute tun sie ja nicht mehr heiraten, die gehen zusammen und auseinander. Ob sie es glücklich macht, das weiß ich nicht. Mir würde es nicht. Nein, sowas passt mir nicht. Nein. Ja. Darf ich fragen, was hat dann Ihre Liebe ausgezeichnet? Wahrscheinlich Zusammenhalt. Was war noch immer wichtig? Das ist sehr wichtig, ja, der Zusammenhalt. Und alles zusammen schafft, ja. Das bindet auch zusammen, ja, das ist ja. Welche Werte waren Ihnen immer wichtig im Leben? Also Sie haben vorher schon langsam Geduld. Was war noch immer wichtig für Sie im Leben? Ja, Geduld. Geduld. Ehrlichkeit, natürlich, Ehrlichkeit ist wichtig. Nicht lügen. Ja, das sind so, ja. Ja, da gibt es bestimmte Werte, die jeder haben sollte. Ja. Darf ich fragen, welchen Lebensratschlag Sie dann der nächsten Generation mitgeben würden? Was würden Sie sagen, was ist wichtig im Leben, so von Ihrer Sichtweise? Ja. Wichtig im Leben. So viel ist wichtig. Ehrlich zu sein. Aufeinander hören. Ja, Politik. Ja. Ja, Politik. Haben Sie so als eine der letzten Fragen ein Rezept, dass man auch so jung, also so in dem Alter noch so fit ist, so wie Sie, was haben Sie immer sonst noch? Sich für alles interessiert an die Space Programs, die interessieren mich sehr. Ich höre alle Sprachen. Ja, man muss sich für alles interessieren, das ist das Wichtigste. Und ich interessiere mich für alles, ja. Sie sind sehr offen und lieben auch die klassische Musik, habe ich gelesen. Ja, das liebe ich, ja. Ja, ich liebe Oper, klassische Musik, ja. Das liebe ich sehr. Ich war oft in der Oper, mein Mann und ich. Und Konzerte haben auch mitgeführt. Er hat auch selber Musik geschrieben, mein Mann. Haben Sie immer viele Ziele gehabt im Leben, einen Sinn? Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Einen Sinn im Leben haben. Einen Sinn im Leben haben. Jetzt haben Sie Ziele. Das muss man haben, aber außerdem geht nichts. Haben Sie abschließend vielleicht noch als letzte Frage so motivierende oder vielleicht inspirierende Worte für Leute, für die jetzt gerade am Boden sein und es gerade schwer im Leben haben, wie man aus dem Loch wieder rauskommt? Man muss sich für alles interessieren und man muss auch Geduld im Leben haben. Nicht immer. Manchmal ist es falsch, aber manchmal muss man Geduld haben. Ja, sich viel bewegen. So langsam geht, ja. Ja. Ich habe viel gewandert, sehr viel gewandert, ja. Und ich werde geschieden. Ja, die Berge waren wunderschön. Mein Mann hat sie geliebt. Ja. Und in der Armee ist es sehr gut gegangen. Wir hatten alles. Ja, war schön, ja. Ja, das Leben war schön, ja. Und ja. Ja, das ist eigentlich alles. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, abonnieren wir gerne noch für weitere Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen. Danke Ihnen für diese schönen Worte, die Sie mit uns geteilt haben. Das ist mir eine große Ehre gewesen, dass Sie das so schön erzählt haben. Und Sie haben das alles auf den Kopf getroffen, was Sie gesagt haben, den Nagel. Also war eine schöne, große Freude. Ja.